In der weiten Savanne nahe der Stadt Letlhakane bewegt sich ein Rudel Löwen langsam und behält Herden von Antilopen und Zebras bei der Nahrungssuche im Auge. Mitten im Rudel ist ein junger Löwe erst seit einigen Monaten von seiner Mutter getrennt, sein Jagdinstinkt ist noch unreif und unerfahren. Bei einer misslungenen Jagd fiel es zurück und verlor das Rudel völlig aus den Augen. In den folgenden Tagen tastete es sich nach Beute, doch jeder Anpirschversuch endete mit einem demütigenden Misserfolg. Sein Körper war dünn, jeder Schritt langsam und schwer unter der grellen Sonne der afrikanischen Trockenzeit. Die sengende Sonne brannte seine Haut trocken und rissig, seine Lippen wurden spröde und seine Augen waren durch die starke Dehydrierung trüb. Der Hunger zwang es, fremden Gerüchen zu folgen, in der Hoffnung, etwas Nahrung zu finden, die es am Leben erhielt. Der Geruch von Rauch und verrottendem Müll aus der Ferne ließ ihn neugierig das leere Grundstück am Rande der Stadt betreten. Es handelte sich um eine verlassene Mülldeponie, auf der die Dorfbewohner an Wochenenden oft ihren Müll sammelten und verbrannten. Erschöpft durchwühlte er ein paar Plastiktüten und brach dann bewusstlos neben einem großen Müllhaufen zusammen. Ein plötzlicher starker Wind wehte durch den Müllhaufen und ließ die Glut durch das übrig gebliebene Stück brennendes Papier Feuer fangen. Das Feuer schwelte zunächst, breitete sich dann aber schnell aus und brannte heftig in der sengenden Mittagssonne. Schwarzer Rauch stieg in Säulen auf, der beißende Geruch von brennendem Plastik erfüllte die schwere Luft. Der junge Löwe lag still und bewusstlos da und bemerkte überhaupt nicht, dass sich das Feuer Stück für Stück näherte. Die Papp- und Plastiktüten zischten, der Abstand zu seinem zerfetzten Fell betrug nur wenige Schritte. Auf dem Heimweg von der Schule sahen zwei Schüler, Tebogo und Naledi, in der Ferne eine Rauchsäule aufsteigen. Zuerst dachten die beiden, es handele sich lediglich um einen Haufen brennenden Mülls, wie es im Dorf üblich sei. Als er näher kam, bemerkte Tebogo eine seltsame Gestalt, die am Rand des flackernden Feuers lag. »Naledi, da scheint ein Hund zu sein«, rief Tebogo seinem Freund zu, in seiner Stimme klangen Sorge und Überraschung. Doch als er ein paar Schritte vorwärts ging, rief Naledi erstaunt, »Nein, es ist ein Löwenjunges.« Das Feuerlicht spiegelte sich im mattgelben Fell und enthüllte einen knochigen Körper und dünne Beine. Als die beiden Kinder sahen, dass es sich nicht bewegte, wurde ihnen klar, dass die Lage ernst war und sie nicht länger warten konnten. Tebogo rannte eilig los, um einen Plastikeimer zu finden und Wasser aus einem nahegelegenen öffentlichen Wasserhahn zu schöpfen. Naledi zog eine alte Plane hoch, die am Straßenrand lag, um das Feuer abzudecken und seine Ausbreitung zu verhindern. Die beiden arbeiteten zusammen und zogen das Tier aus dem brennenden Bereich, wobei ihre Hände vor Hitze und Anspannung zitterten. Als er die Gefahrenzone verlassen hatte, beugte sich Tebogo hinunter und legte sein Ohr an die Brust des Tieres, um auf einen Herzschlag zu lauschen. Die Atmung war schwach, aber noch vorhanden, was beide noch entschlossener machte, nicht aufzugeben. Naledi erinnerte sich, dass es am Rande der Stadt eine Rangerstation gab, die zum Central Kalahari Game Reserve gehörte. Die beiden fanden ein weggeworfenes Holzbrett und machten daraus schnell eine provisorische Trage. Sie hoben den Löwen vorsichtig hoch und trugen ihn zur Rangerstation. Die holprige, mit Schlaglöchern übersäte Schotterstraße machte jeden Schritt zu einer ermüdenden Tortur. Der Schweiß lief ihnen über die Wangen, aber niemand hielt an, obwohl ihre Schultern schmerzten. Tebogo klopfte ihm gelegentlich auf die Schulter, als wolle er sich vergewissern, dass es noch am Leben war. Als die Rangerstation vor ihnen stand, rief Naledi, »Da ist ein verletzter Löwe. Bitte helfen Sie sofort.« Förster Kabilo und zwei Kollegen rannten sofort hinaus und holten schnell die Trage. »Das nächste Mal solltest du einen Erwachsenen rufen, bevor du so etwas Gefährliches tust«, sagte Kabilo und sah die beiden Kinder an. Tebogo und Naledi nickten und atmeten erleichtert auf, als es in die Notaufnahme des Tierarztes gebracht wurde. Die Tür schloss sich und die beiden Kinder standen draußen und warteten gespannt auf Neuigkeiten. Drinnen untersuchte der Tierarzt den gesamten Körper des Löwenjungen. Die Ergebnisse zeigten, dass es stark dehydriert und erschöpft war und viel giftigen heißen Rauch eingeatmet hatte. Kabilo hielt seinen Kopf still, während der Arzt ihm eine Sauerstoffmaske auf die Nase setzte.
Am Vorderbein wurde ein Infusionsschlauch befestigt, sodass jeder Tropfen der Lösung gleichmäßig in den schwachen Körper floss. Kleinere Hautwunden werden gereinigt, desinfiziert und sorgfältig verbunden. Es wird in einen warmen Käfig gelegt, der dem Körper hilft, eine stabile Temperatur wiederherzustellen. In der Nähe stand ein Tablett mit weichem Futter, aber es schnüffelte nur daran und drehte den Kopf weg. Geduldig führte der Arzt dem Kind mit einem kleinen Löffel Stück für Stück die Flüssigkeit in den Mund, damit es sie schlucken konnte. Cabello und seine Kollegen blieben abwechselnd im Dienst und überwachten die ganze Nacht über jede Bewegung. Am nächsten Morgen war seine Atmung gleichmäßiger und seine Augen waren leicht geöffnet, um sich umzusehen. Als es aufstand und ein paar Schlucke Wasser trank, lächelten alle erleichtert. In den folgenden Tagen erhielt er Vitaminspritzen und eine spezielle Diät. Das Fell beginnt dichter zu werden und um den Kopf herum bildet sich allmählich eine Mähne. Die Augen waren nicht mehr stumpf, sondern voller lebhafter Wachsamkeit. Die Menschen waren davon überzeugt, dass es bei weiterhin guter Pflege zu einer vollständigen Genesung kommen würde. Nach einem Monat Behandlung hatte er deutlich an Gewicht zugenommen und seine Muskeln waren deutlich straffer. Das Fell glänzt, die weiche Mähne wackelt sanft in der leichten Brise im Käfig. Es wurde in ein größeres Gehege gebracht, um seine körperliche Stärke und seinen Jagdinstinkt auszuüben. Cabello warf jedes Stück Fleisch auf den Trainingsplatz und beobachtete, wie es ihm mit Geschick und Präzision folgte. Mit jedem entschlossenen Sprung kehrt der Jagdinstinkt mit aller Kraft zurück. Es rannte im Hof herum, kletterte auf die Holzplattform und brüllte wie ein junger Krieger. Der kraftvolle Klang hallte durch das ganze Lager und zauberte allen ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Der Tierarzt bestätigte, dass es bereit sei, in die Wildnis zurückzukehren. Cabello streichelte sanft die junge Mähne und sagte leise: „Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, Kleines." Am Tag ihres Abschieds wurden Tebogo und Naledi eingeladen, diesem besonderen Moment beizuwohnen. Die beiden Kinder waren entzückt, den einst bewusstlosen Löwen nun voller Leben zu sehen. Das Spezialfahrzeug verließ die Rangerstation am frühen Morgen im goldenen Sonnenlicht. Vor dem Fenster erstreckte sich endloses Grasland, übersät mit vereinzelten Akazienbüschen. Beim Erreichen des Freigabepunkts wird die Käfigtür langsam geöffnet. Es ging langsam hinunter und nahm den unverwechselbaren Duft von jungem Gras und feuchter Erde wahr. In der Ferne ruhte sich ein Rudel Löwen im Schatten eines riesigen Akazienbaums aus. Es näherte sich Schritt für Schritt, sein Schwanz wedelte leicht im Wind. Eine erwachsene Löwin stand auf und brüllte leise zur freundlichen Begrüßung. Es gab kein drohendes Brüllen, nur die Aufnahme in das Rudel. Es passte sofort dazu, rannte und spielte mit mehreren anderen Jungen und sah aus, als ob es sie schon lange kennen würde. Tebogo und Naledi sahen zu, ihre Augen funkelten vor Freude und Stolz. Cabello verschränkte die Arme und nickte zufrieden, weil er seinesgleichen wiedergefunden hatte. Das Bild des abgemagerten, bewusstlosen Löwen neben einem Haufen brennenden Mülls ist nur noch eine ferne Erinnerung. Mitten in der Savanne nahe der Zentralkalahari hat es seinen wahren Platz gefunden, stark und frei.